Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Thimbleweed Park. Zurück ist gut, es ist die erste Folge, aber man kennt mich ja, ich sag's immer wieder, weil ich keine anderen Begrüßungen habe, außer dieser einen Standardbegrüßung, die ich auch bei den ersten Folgen von irgendwelchen neuen Projekten anschlage, insofern, egal. Das Ganze hier ist wieder mal ein wunderschönes Stream-Projekt, das heißt, die Abendfuzis auf YouTube sehen mal wieder alles viel, viel später als die lieben, tollen Leute auf Twitch. Und, ja. Wir sind also hier, Thimbleweed Park, ein wundervolles Spiel, unter anderem natürlich entwickelt von Gilbert. Und damit eine perfekte Anknüpfung an alte Klassiker, die ich viel zu wenig gespielt habe in meiner bisher viel zu kurzen und viel zu, ja, viel zu unspektakulären Lebenszeit. Ist aber auch egal, denn wir werden jetzt erstmal sehr viel Spaß hiermit haben mit Thimbleweed Park. Vor allem werden wir sehr viel leiden, oder ich werde sehr viel leiden, da ich ein schlechter Rätsler bin. Und das kennt man ja mittlerweile von mir. Aber hey, ich habe einen Chat an meiner Seite, der mir natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Insofern würde ich einfach mal sagen, dass wir uns nun daran machen, ein neues Spiel zu starten. So. Go, wir haben zwei Modi zur Verfügung. Sehr gemütliche Modus. Falls Sie neu bei Adventures sind oder schnell vorwärts kommen wollen, weil das Leben so viel schönere Dinge bietet, inklusive kostenlosem Tutorial. Schwieriger Modus. Falls Sie erfahren mit Adventure-Spielen sind und oder alle Puzzles sehen wollen, weil es nichts Schöneres als Adventure-Spiele im Leben gibt. Sobald Sie einen Modus gewählt haben, können Sie ihn nicht ohne Neustart ändern. Sie können zuerst auf gemütlich durchspielen und danach auf schwierig alle Puzzles sehen. Naja. Ich würde mal sagen, dass wir den schwierigen Modus schon ruhig spielen können. Insofern passt das Ganze. Teil 1. Das Treffen. I fly halfway around the world and an odd note is waiting for me in my hotel room. It says to come to the bridge down by the river. This looks like the place. I could really go for some Wiener Schnitzel after the long walk out here. Ach, ein Deutscher, wunderbar. Hi! Na, da sind wir hier. Gehe zu Tor, rede mit Willi. Nee, warum sollte ich? Öffne Tor. Ich kann das Spiel. Ich glaube, ich kann einfach auf ihn klicken, oder? Ja. Ich soll nicht jemanden... Okay. Boah, hab ich gerade Bock auf Wiener Schnitzel. I am supposed to meet someone down here. Have you seen anyone? Do you have any whiskey? Are you sure you have not seen anyone? I'm glad Chuck is dead. Ruined my life. Wake up, sir. Ah, das ist der deutsche Synchronisierer von LucasArts. So wie diesem Spiel. Sehr schön. Danke für diese Information, Croissant. Gut, dann soll er mal schlafen, der werte Herr. So ein Typ, ey. Ja, liegt hier ein Penner. Es freut mich, dass du akzeptiert hast, dass dies die Lösung ist. Es gibt überall Augen, also folge diesen Anweisungen genau.
Zu deinem Schutz lass deine Papiere im Hotelzimmer. Geh zum Fluss unten an der Trestle Trail Brücke. Schalte als Zeichen das Licht über dem Schild des Trestle Trails aus. Triff mich beim großen Eingang zu der unterirdischen Kanalisation. Stell sicher, dass dir keiner folgt. Jo, das ist ja nett, ne? Nutze I Lampe. do not see a way to turn it off. Hau gegen. It is a pillow bear prototype. Turn the bear inside out and you get a pillow. Very top secret. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zum Stein und nehmen eben diesen. Und dann nutzen wir den Stein mit der Lampe. Toll, oder? Ich bin so intelligent. Also, wenn das... There, I've completed step 3 of the note. Now for step 4. Step 3? Ja, TH. Ich hasse TH. Ja, Kanalisation sollen wir jetzt gehen. Nur, wo ist sie denn? Hinter diesem mysteriösen Gebüsch. Oh, ich schneide in jede englische Form in ihre Busch. Ja. Ah! Wow! Das habe ich mich erschrocken. Ich habe nicht gelesen, was beim ersten stand oder wie sie uns alle verändern würde. Teil 2. Die Leiche. Haha, du bist tot. Fick dich, Chat. So tell me again why you're here. I was assigned to the case by the Home Office in Albuquerque. There is no home office in Albuquerque. It's neat to know. Look, I like working a case alone. I especially don't need some junior agent messing up my investigation. Especially some junior agent that thinks I don't know there isn't a home office in Albuquerque. So stay out of my way. Take a lot of notes. Sit back and learn. And I'll wrap up this case and we can both get the hell out of here. Your reputation certainly precedes you, Agent Ray. I'll take that as a compliment, Agent Reyes. It's how it was intended. I'm sure it was. Let's photograph the victim and head into town to talk to the local sheriff. The body is starting to pixelate. Body Pixelate. starting to pixelate. This is going to be a long night. Oh, wow. Julian und Bibi, genau. Wunderbar, oder? Ansonsten erinnern die mich an niemanden auf dieser Welt. Nein. Agent Ray und Agent Reyes, ja? Habe ich das richtig verstanden oder habe ich mich nur verhört? Keine Ahnung. It's an Fotograf. instant camera, Ach but ja. there's no film in it. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich mit der There's Polaroid-Kamera... no film in the camera. Ah, das war nicht klar, deswegen musste ich nochmal ganz kurz nachschauen. Denn das ist, ansonsten wäre das, wie gesagt, also, nein. Na gut. Was haben wir hier noch? Eine Polizeimarke. Betrachten wir die doch Detective mal. Antonio Reyes, Junior Agent. It's definitely my badge. Na, herzlichen Glückwunsch. Die Leiche fängt an zu verpixeln. Ray geht mir langsam auf die Nerven. Hoffentlich konzentriert sie sich auf den Fall und lässt mich in Ruhe. Kam per Bus von Albuquerque in Thimbleweed Park an. Wandere raus, um die Leiche anzusehen. Das ist die perfekte Tarnung. Laufe immer noch auf dem Highway, ziemlich weiter Weg aus der Stadt. An der Leiche angekommen, hier ist ein Agent namens Ray. Seltsam. Niemand sollte den Fall bekommen haben. Ich habe schon Gerüchte über sie gehört. Sie könnte Probleme bereiten. Vergiss nicht, heute Nacht Mom anzurufen. Ah ja. Wir sind also tatsächlich kein Agent. Oder was auch immer. Das, okay. It's an empty whiskey bottle. Appears to be a male,
approximately 40 years old. Looks like he's been in the water for 24 hours. You can tell by the pixelation around the nose and neck. Let's see here. There's no wallet in his pockets. But I found a card. Possibly a key card from a hotel. Angeber. Okay, nehmen wir doch mal die Whiskyflasche. Scheint ein kleines Loch im Hinterkopf zu sein, unbekannter Herkunft. Das Loch sieht nicht wie eine Schusswunde aus, stammt eher von einem spitzen Gegenstand. Sein Anzug wirkt maßgeschneidert, möglicherweise europäisches Design. Der schreibt hier ganz andere Sachen auf, als er eigentlich, sagt. Ah, okay, er kommt auch auf die Idee, dass man hier hintergehen könnte. Doch, hier war was. Habe ich das gerade richtig gesehen? Hier war doch was. Natürlich! 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 It's pretty Natürlich! rusty and totally out of chainsaw gas. Definitely not the murder weapon. No missing body parts. Okay, was haben wir hier jetzt? Ende des Weges. The trail ends here, at this huge rock wall. Okay, was haben wir hier? Eine Schleifspur, ja? Nein. There are signs of a struggle here. This is clearly a drag mark. The victim was obviously knocked out here, then dragged over to the stream. I don't see any blood, so I think he was actually killed in the water. Die Kettensäge, lieber Chat, das weiß ich früher so. Das ist eine der bekanntesten Sachen, ist eine Anspielung auf Menschen, zumindest würde ich das mal annehmen. Dass es da eine Kettensäge gab, aber im gesamten Spiel kein Benzin für eben diese Kettensäge. Und dass viele Leute, nicht in meiner Wenigkeit, da ich das Spiel leider nie selbst gespielt habe, damals lange Zeit gebraucht, um eben dieses Benzin im Spiel zu suchen, um es am Ende nicht zu finden. What was that? Violin music coming from the sewer? Lustig. It's Ja. pretty rusty and totally out of chainsaw gas. Ah, Definitely schade. not the murder weapon. No missing body parts. Und du kannst es trotzdem nicht einfach so als Geige benutzen oder so? Als I can't Geige, als use it Säge. Until I find some chainsaw gas. Ach, wieso? Du kannst doch einfach so sägen. Das geht doch bestimmt. Na gut, I gehen need wir to mal zu stay ihr. focused and solve this murder so I can get on with my plan. Hat sie auch einen Plan oder was? Das wäre ja jetzt ja ganz lustig eigentlich. Detective Angela Ray, Senior Agent. It's my badge. Ach, sie hat einen Polaroid-Film. Natürlich hat sie einen. Okay, schauen wir mal. Spät am Nachmittag angekommen. Was für ein Kuhdorf. Ich versuche, Kontakt mit den Einwohnern zu vermeiden, bis ich die Leiche sehe und weiß, ob sie mir nutzt. Langer Highway. Hoffentlich muss ich den nicht nochmal laufen. Bei der Leiche angekommen. Die reicht als Tarnung. Die reicht als Tarnung? Ich höre Rascheln im Gebüsch. Da kommt jemand. Na toll, noch ein anderer Agent taucht auf. Das Revier hätte doch nichts wissen sollen. Wie werde ich ihn los? Die Leiche ist männlich, etwa 40 Jahre alt. Es sieht aus, als sei er 24 Stunden im Wasser gelegen. Nichts in seinen Taschen außer einer Schlüsselkarte für ein Hotel. Da scheint ein kleines Loch im Hinterkopf zu sein. Okay. There appears to be a small hole Sie in the sagt back es of mit the dem Hole. head. Okay. Origins unknown. The hole in the victim's head doesn't look like a gunshot, more like a puncture from a sharp object. Which is odd, because the opening title sequence clearly showed a gunshot with accompanying sound effect. Es ist schön, dass sich das Spiel so ernst nimmt. Okay, Nein, du sollst den... Nein, geben. Entschuldigung, geben. Happy to help.
Gut, dann It's a sample package of Polaroid film. It only contains one photo. fotografier mal die Leiche. Smile! Now we can head into town and find the local sheriff. Dead ringer for the body. Oh. Dead ringer for the body. Oh. Die drehen hier also beide ein wunderschönes, krummes Ding, ja? Na, da bin ich mal gespannt. Da. Gehe zu Tor. Nutze Tor. Und dann gehe zu Trestetreil. Jetzt sind wir auf dem Trestetreil und gehen und nehmen, glaube ich, die Thunfischdose. Hey, Ate. I don't Geh see zu mir anything up Highway. ahead. I think the town must be in the other direction. Na gut, wenn der feine Herr leider nicht möchte, dann soll der feine Herr nicht in diese Richtung gehen, sondern in die andere Richtung. Und ich, Sexist, gehe mit dem Kerl durch die Gegend und nicht mit der Frau, ne? Ah, wie man mich hassen muss. Ein Atari-Modul, ja? Ball Blaster from Mucus Phlegm Games? Never heard of it. Nochmal, wie heißt es? Ball Blaster from Mucus Phlegm Games? Mucus Never heard of Phlegm? it. Mucus Phlegm, ja. Also ich weiß, dass einige Gegenstände hier eingefügt wurden von Bäckern. Also von ja, Bäckern halt. Also nicht Bäckern, sondern von, Gott, wie heißt It's a dieses? circus flyer with a crazy looking clown on it. Pretty good makeup though. Von... Wie heißen die denn nochmal? Diese Seite, wo man Geld gibt für Spiele. Kickstarter. Ich überlege, ob Mucus Phlegm eigentlich Lucasfilm sein soll. Ja, es klingt total bescheuert, aber es klingt auch ähnlich. Signals are very strong tonight. What signals? The signals. Signals are very strong tonight. Yes, you already said that, but what signals? I'm just screwing with you. Dark night, deserted road, me in a giant pigeon costume. It was too good to pass up. But the signals are strong tonight. Very strong. You almost ran over a federal agent. That is a felony. Sorry about that. Like I said, the signals are very strong tonight. Do you know anything about the body by the bridge? Why is it whenever a dead body is found, suspicion always falls to the person dressed as a giant bird? It's in the cadet training manual. We don't know anything about a dead body, but the signals are strong tonight. Ich hab gehört, die Very strong. Signals sind strong tonight. Why are you dressed like a giant pigeon? We're the Pigeon Brothers Plumbing. I'm Beth. That's my sister Emily. Hi there. Aber ihr seid doch dann die Pigeon Sisters. Why brothers if you're sisters? Dad was Danke. expecting to have sons, and he was too cheap to have the van repainted. So we're just rolling with it till he's dead. Oh, soon. Shut up, Emily. Ich glaube, der Chat kann wesentlich mehr Anspielungen verstehen als ich. Allerdings ist der Chat auch aus mehreren Hirnen zusammengesetzt. This is really odd. Should I save my game? I wouldn't worry about it. The game was expertly designed to have no dead ends or death, yet still be scary and have a sense of tension. You can feel safe exploring whatever you want. But I'd watch out for the signals. They can be very strong and disrupt the power grid. But playing classic adventure games has taught me to save often. That was true, up until Monkey Island. At least with LucasArts-style adventures. Then the designers realized that death and dead ends weren't making the game more enjoyable. Da fehlt ein It was S. actually making it less fun. That seems like a sensible approach to adventure game design. It is. It just takes a little longer and requires more thought and planning. But it really pays off in the end. Nice chatting with you. I need to find the sheriff and solve a murder.
Nice talking to you too. Eek! Beep! Squeak! Click, 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 click. Boop! Eek! Boop! Woo! Yep. Eek! Woo! Wie auf der Familienfeier. Woo! No need. The perps are outside. Ach ja. Ja. Ich gucke mich nur um, liebes Spiel. Aber danke, dass du mich unbedingt hier weg... Siehst du? Siehst du? Ich möchte hier nicht an irgendwas vorbeirennen. Aha, Plastikringe. Oh mein Gott, damit kann ich... Six-pack. You're supposed to cut them up before tossing them. Saves wildlife. Now I just have to find a garbage can. Also wirklich. Ich hab... nein. Danke, Samu. Ich wusste nicht, dass die Signale stark sind. Thimbleweed Friedhof. Ja, willst du da mal auf den Friedhof gehen? Komm schon. Das ist schon ein bisschen gruselig. Wann kommt denn mein wundervoller Thumbscare? Mein Thumbscare, wer kennt ihn nicht? Den Daumenschrecker. Der Daumenschrecker. Chat, Backseat gamed. Nicht Backseat gamen, bitte, lieber Chat, wenn ich nicht frage. Also nicht irgendwas verraten. Ich werde jetzt nicht nochmal nach links gehen. Ich werde dann mit der werten Dame einfach weitergehen. Und es gibt auf diesem ganzen Friedhof keinen einzigen Grabstein, den man sich anschauen kann, oder was? Was ist denn das für ein Spiel? Ah! Sauch ich da drüben auf. Keine lustigen Grabsteinsprüche. Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Oh. Flowers left over from a funeral. I don't see a way to open it, but I see a switch inside. Who the fuck is Chuck? I shouldn't say anything out loud, but seeing Chuck's tomb in person makes me a little happy inside. Nett. Netter Typ. So, jetzt muss ich nur noch ewig... Jetzt muss ich hier ewig wieder zurücklaufen. Ich soll nach kleinen blauen Punkten Ausschau halten. Wird gemacht, Chef. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Die werde ich niemals alle finden. Seems like gravestone jokes got buried. Wow. Okay, komm, ich werde es machen. Für den einen Typen im Chat. Werde ich die Staubkörner aufsammeln. It's my speck of dust. Und da würde mich nochmal interessieren, ob die werten Damen hier was zurückgelassen haben. Scheinbar nicht. Okay. Aber wieso habe ich blaue Punkte vorgelesen? Wenn da helle stand. Ich habe keine Ahnung. Ich habe was Falsches vorgelesen. Flasche. Meine. Gott, die arme Dame wird gar nichts mehr zum Aufsammeln haben, wenn sie immer vorbeikommt.